Warnemünde, 6 Uhr morgens. Aus Kopenhagen nähert sich ein Riese. Das Kreuzfahrtschiff Aida Mar erreicht den Hafen nach 10 Tagen Reise. Nun werden die 29.000 Tonnen für 12 Stunden im Hafen festgemacht. Bettenwechsel. Für 2.700 Gäste heißt es Abschied nehmen. Wenige Stunden später beginnt für genauso viele Urlauber die ersehnte Auszeit an Bord. Für Küchenchef Andreas Rieck beginnt in diesem Moment ein sehr wichtiger Arbeitstag. Denn während die Gäste aufs Schiff strömen, muss er dafür sorgen, dass es für sie alle genug Verpflegung gibt. Und die fällt bei einem Schiff dieser Größe gewaltig aus. LKW-Ladungen werden an Bord gebracht. Das Wichtigste zuerst: Qualitätskontrolle von mehreren Tonnen Obst und Gemüse. Und man glaubt gar nicht, was da so alles auffällt. Das wäre zum Beispiel die Ananas mit Kopf. Ja. Bestellt ist gewesen ohne Kopf, ja, so wie wir sie hier drüben haben. Es geht eigentlich nur darum, dass wir so wenig Abfall an Bord haben wie möglich und natürlich auch ein bisschen weniger Arbeit. Ich muss jemanden haben, der diesen Kopf abreißt. Dann muss der Kollege auch noch dafür sorgen, da wir auch natürlich Müll trennen. Ganz, ganz wichtig, dass er dieses Etikett abmacht. Auf einem Kreuzfahrtschiff mit größtenteils deutschen Gästen darf eines nicht fehlen: Fleisch. Eine Menge Fleisch. Das wird tiefgefroren geliefert und taut dann aus hygienischen Gründen ganze 4 Tage auf. Knapp 50 Meter über der Wasserlinie befindet sich die Brücke. Kapitän Manuel Panczek hat hier das Sagen und ist mit dem Anlegemanöver im engen Warnemünder Hafen durchaus zufrieden. Manchmal ist es bei einem Manöver das Schwierigste, zu warten, weil ein Manöver einfach Zeit dauert. Warnemünde ist natürlich ein sehr geschäftiger Hafen, denn ganz viel des Verkehrs stammt aus Rostock. Das sind die ein- und ausgehenden Fähren nach Skandinavien. Und da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir uns da mit dem Fährverkehr gut koordinieren. Doch auch wenn das Schiff jetzt im Hafen ruht, Entspannung ist nicht angesagt. Das ist wirklich unser Basishafen, wo wir ganz viel Unterstützung auch von Landseite bekommen. Zum Beispiel in der Form, dass Servicetechniker an Bord kommen, um Geräte zu überholen. Und dementsprechend ist in Warnemünde immer ganz, ganz viel los. Ganz viel los ist natürlich auch draußen am Terminal. Check-in für die neuen Gäste, Sicherheitskontrollen wie am Flughafen inklusive. Gleich nebenan wird die Aida noch ganz anders verankert. Damit die schmutzigen Dieselgeneratoren zumindest hier an Land ausgeschaltet werden können, wird das Schiff an das hiesige Stromnetz angeschlossen. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung Umweltschutz. Auch wenn der Begriff beim Anblick dieses Kolosses noch etwas ironisch wirkt. Denn Kapitän Panczek verfeuert stattliche 140 Tonnen Schiffsdiesel pro Tag. Die Gäste kommen trotzdem gerne. Das bedeutet für die Küchencrew nun voller Einsatz. Denn bald ist auch schon Mittagszeit. Andreas Rieck kommt aus der Sterneküche. Das Abschmecken ist gerade deswegen absolute Chefsache. Test bestanden. Aber die Erleichterung währt nur kurz. Denn dann heißt es: Jetzt ist absolutes Teamplay gefragt, denn die Gerichte müssen zeitig das Buffet erreichen. Nichts darf kalt werden. Bei den großen Mengen kein leichtes Unterfangen. Die Restaurants erstrecken sich über mehrere Etagen. Logistisch eine Herausforderung für das internationale Team. Also ich habe momentan 5 verschiedene Nationen an Bord. In all den Jahren, die ich jetzt schon fahre und meine Erfahrungen, also wir haben nie großartige Schwierigkeiten mit den verschiedenen Nationalitäten. Und ich glaube, da kann die Welt sich draußen manchmal eine Scheibe von abschneiden, ja. Und dann darf endlich gespeist werden. Einige bevorzugen das lieber unter Deck. Aber das schöne Ostseewetter lädt auch zum Essen in der Sonne ein. Also die Kulinarik hat für uns schon hier einen hohen Stellenwert und wir mögen es auch, dass wir eben in unterschiedlichen Restaurants hier die Gelegenheit haben, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Gutes Essen ist sehr wichtig. Und wir waren sehr überrascht, sehr gut gewürzt und so weiter. Ne? Also dafür, dass wir das erste Mal da sind und alles noch neu ist, ne, sind wir doch sehr, der Ausblick hier, ja genau, also sehr angetan.
Glückliche Gäste, glücklicher Küchenchef. Das ist mein Traumberuf, Koch zu sein, definitiv. Das wollte ich immer machen. Aufgrund meiner Herkunft wollte ich immer zur See fahren. Jetzt habe ich seit einigen Jahren beides verbunden. Gefühlt möchte ich das gerne noch eine Weile machen, ja, sehr gerne. Die Lagerräume sind gefüllt, die Gäste versorgt und der Kapitän darf jetzt das Kommando zum Auslaufen geben. Die 250 Meter lange Aida Mar steuert in der Abendsonne wieder Richtung Skandinavien. Und in 10 Tagen wird Warnemünde dann erneut angelaufen zum Bettenwechsel und Proviant auffüllen.